Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort, dein lebendiges, erquickendes, starkes, mächtiges Wort, Herr. Danke, Geist Gottes, dass du dein Wort nimmst heute Morgen und es in dein Herz hineinpflanzt. Und es wird fruchtbar, es wird Frucht bringen, es wird gestärkt, ein starkes Wort für deine Kinder, Herr, dir ein erquickendes Wort, Herr. Und dein Wort kehrt nicht leer zurück, Herr. Es wird das tun in uns, Herr, wozu du es sendest, Herr. Danke, Jesus. Du bist das lebendige Brot, Herr, der vom Himmel gekommen ist. Und du gibst uns heute dieses Brot. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Ich freue mich heute Morgen, diese Gelegenheit mit euch zu teilen. Gottes wunderbare, kostbare Wort, der uns endet. Wir sind in die Welt gekommen, Sünde, wir gehen raus, Heilige. Wir sind in die Welt gekommen, schon zum Sterben, aber wir wurden zum Leben erweckt. Jesus hat das Leben gegeben, neues Leben. Wir sind tot geweiht, schon wo wir geboren sind. Aber der Herr hat dieses geendet, er hat es geendet, diesem Pfad des Todes, wo wir drauf gelaufen sind. Und er hat uns Leben gegeben, neues Leben, neue Schöpfung, neue Natur, neue Menschen. Ist jemand in Christus, so ist es eine neue Schöpfung. Wir sind nicht die Alte. Obwohl manche laufen noch und reden noch, als ob die noch die alte Kreatur, aber wir wollen das nicht. Wir wollen lernen, in den neuen Mensch zu wandeln. Wir wollen es lernen. Und der Geist Gottes lehrt uns. Und wir wollen willige Schüler sein. Willige Studenten Gottes. Wenn ich das so. Wir haben viel zu lernen. Aber der Herr gibt uns Zeit. Er will uns sein Reich in uns einen festen Platz hat in unserem Wesen. Dass wir denken. Ich beginne im Jakobus heute und der Titel ist Sei kein Zweifler. Sei kein Zweifler. Jakobus 1,2 besagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nicht Mangel habt. Das ist das Ziel des Wortes in dir. Das ist Gottes Ziel und das hat es Kraft in uns zu vollbringen. Wir können uns nicht selber das tun, aber das ist Gottes Ziel. Wir lesen in so einer Schatzkammer. Gottes Wort in der Schatzkammer, wir lesen, was er vorhat und was er tun kann und will, wenn wir willig sind. Wenn wir sagen, Herr, ich möchte das in meinem Leben erfahren. Das ist normal hören, das Ausharren, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist das Ziel der Unterweisung, die in dir wirksam wird. Es wird wirksam in dir. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Nicht, wenn unsere Kinder zu uns kommen, ne? Die sagen, kannst du mir das und das geben? Nee, du kommst zu oft. Ich habe dir gerade 100 Euro gegeben. Was willst du noch weiter? Er mag das, Gott mag keinen Vorwurf. Er sagt, ja, wie kann ich dir dienen? Was möchtest du von mir? 100 Euro? Okay, mein Kind, schon auf dem Konto. Ne? Haben wir gehört heute. Juhu! Wunderbar. Sein Wort ist köstlich. Schmeckt besser als Wein. Wunderbar. Kein Vorwurf macht. Ne? So bitte er Gott, der allen willig gibt und keinen Vorwurf macht. Wir hören, wie Gott denkt jetzt. Wenn du ihm bittest, dann gibt er das. Er überlegt sich nicht. Er sagt, hier, bitte, du hast gemeint, bitte. Aber wir wollen es liegen, in welcher Art und Weise. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt
und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Und da müssen wir hinhören und das verstehen. Wenn du Gott bittest, nicht gleich du bittest Gott, Herr, ich habe eine Not oder diesen, jenes und dann gleich danach, ob der Herr überhaupt gehört hat und ob das überhaupt klappt und ob überhaupt der Herr mich angenommen hat. Wir haben allerlei Dinge. Wenn dein Kind zu dir kommt, wenn du bist ein Vater und kleine Kinder zu dir kommen und die fragen dich was, glaube die zweifeln? Sagen die Kinder, bevor die zu dir kommen, eigentlich wollte ich dir was fragen, aber ich bin mir nicht sicher, Vater, ob du mich liebst und ob du mir überhaupt was geben wirst. Macht dein Kind das zu dir? Mein Kinder haben das nie gemacht. Hier, Papa, gib. Und wir sollen auch bei Gott sein. Wir sollen es auch verstehen, dass wir zu Gott kommen können, wenn wir Not, egal was es ist, egal was der Anliegen ist. Und er hört, wir sind seine Kinder. Wir sind durch Recht, durch göttliche Recht, sind wir freigesprochen, wir sind Gottes Kinder. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir sind nicht Stiefkinder, habe ich neulich diese Gedanke gehabt, wo ich glaube am Mittwoch, wo ich es geteilt habe. Wir sind keine Stiefkinder. Wir sind seine gekaufte Eigentum, Gottes Eigentumskinder. Und wenn er sagt, wir können bitten, dann er ist bereit und willig, uns zu geben. Aber wir müssen lernen, nicht zu zweifeln. Zweifeln ist nicht gut, sondern wir schauen auf Gott, wir schauen auf sein Wort. Ich glaube, der Psalmist sagte, ich bringe dein Wort dir vor. Wenn ich bitte, dann sag, Herr, du hast das und das geschrieben. Das ist für mich. Du hast für mich geschrieben. Das Wort ist für mich. Das Wort ist für dich. Was immer das ist, was immer der Anliegen ist, du kommst vor Gott und sagst, Herr, dein Wort steht. Ich kann zu dir kommen, ich kann bitten und du hörst mein und du antwortest es. Es ist Gottes aber Zeit, wenn er antwortet. Es ist in Gottes Ermessen, wenn er dir das gibt. Hauptsache, wir wissen, er hat's gehört. Und nicht daran zweifeln. Nicht zweifeln. Alles weg. Weil zweifeln ist nicht gut. Zweifeln macht Glauben zunichte. Der Zweifel macht Glauben zunichte. Aber wir wollen es lernen heute. Falls du ein Zweifler bist oder falls du zweifelst manchmal. Kann ja vorkommen. Aber es geht darum, was wir damit umgehen, was wir damit tun. Dinge kommen, falsche Gedanken, aber was tun wir damit? Nicht damit rum um unseren Kopf damit spielen und dann, dass die Raum in uns gewinnen, sondern nein. Wenn Gedanken der Zweifel kommen, wollen wir sagen, nein, Gott ist treu. Und wenn er was bittet, dann gibt er mir. Wenn ich was brauche, hat er gesagt. In Englisch, ne? I will meet all your needs according to my riches in glory. Ne? Ich werde alle eure Not ausfüllen, gemäß meiner Reichtum in der Herrlichkeit, zum Beispiel. Nur eine Wort. Wir sind nicht diejenigen, die unsere eigenen Sachen füllen. Wir müssen nicht alles tun. Gott sagt, ich tue es gemäß meiner Reichtum in der Herrlichkeit. Ich gebe euch. Hat der Herr viel Reichtum? Oh ja. Hat viel Reichtum. Und alles ist zu Gottes Disposition. Ne? Alles, Dispositionskredit, kennst du das von der Bank? Ne? Dispositionskredit. Ne? Wenn du hast nur 1000, aber dann da unten steht Dispositionskredit 100.000 Euro. Ne? Das ist nicht gut, aber Dispositionskredit ist nicht gut. Aber Gottes Disposition bei ihm, the Bank of Heaven, very good. Mein Konto ist 77777 und mein PIN ist 8888. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das heißt, wenn du Gott
anzweifelst in irgendeiner Art und Weise, wird es eine Auswirkung auf den Rest deines, wie du lebst. Der Rest deines, wie du mit Leuten umgehst, wie du denkst und was du alles tust, es wird eine Auswirkung. Wird dann alles in Frage stellen. Alles in Frage stellen. Ich weiß gar nicht, wo das ist, wo das hier habe jetzt. Ich habe da neulich irgendwas gelesen, dass den Kindern gefragt, warum? Warum? Hast du das auch mal das gehört, ne? Ich komme nicht drauf jetzt, aber es wäre gut. Ich habe immer gefragt, warum? Wieso? Warum? Weshalb? Wir sagen zu Gott, ja. Wir sagen zu Gott, wie Maria, wenn der Engel zu sie kam. Yes, so sei es an mir. Geschieht in mir nach deinen Worten. Nicht wie Johannes, ne? Wie heißt der Zacharias, der Vater von Johannes? Zacharias, ne? Ich meine, Gott ist sehr gnädig. Es ist in Erfüllung gegangen, aber er durfte nicht sprechen. Ne? Er war stumm. Könnt ihr euch vorstellen? 9 Monate nicht reden können? Oh, schön, ne? Kannst du dir vorstellen, die ganze Gemeinde, 9 Monate, keiner kann reden. Aber der Regel ist, dass wir sagen, ja, Herr, was du geschrieben hast, was dein Wort sagt, das ist mein Herr. Was du sagst in dein Wort, nicht was ich denke, nicht was ich überlege, sondern was geschrieben steht. Wir wollen das zu Herzen nehmen und nicht zweifeln. Das beiseite schieben, bringt nichts. Das Ausharren, wir wollen das nochmal genauer anschauen. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Das heißt, Gott wirkt in uns was Vollkommenes, das Göttliche in uns. Es ist ein vollkommenes Werk. Es ist nicht irdisch, nicht an irgendwelche irdische zu tun, irgendwas, was wir lernen, irgendwas zu tun, Berufe, sondern es ist sein Werk in uns. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Harre des Herrn, sei unversagt und harre des Herrn. Mein Taufspruch, ich weiß, wovon ich rede. Ausharren im Glauben, gerade wenn du am Limit bist. Ausharren bedeutet ein geduldiges, erwartungsvolles, hoffnungsvolles Warten auf Gott. Das ist das Harren, das was es heißt. Du wartest, wenn du was wirklich dringend brauchst. Du wartest auf Gott und Gott hört die Gebete. Meine Kinder, wollte ich jetzt sagen, meine Kinder heute auch. Gott hört dein Gebet. Er hört. Ich habe in der Vergangenheit das erlebt, wie Gott, wo im Not war eine große Not. Und ich bin einschlafen im Gebet und ich habe Gott gebeten, Herr, Hilfe, greif du ein in meine Schwierigkeiten, die ich nicht ändern kann. Es ist unmöglich, ich kann es nicht ändern, ich weiß gar nicht wie. Und es dauerte nicht, war Tage, wo ich ständig den Herrn gehabt im Gebet. Und dann habe ich einen Traum sogar gehabt. Und in diesem Traum, ich bin gelaufen und ich habe was vor mir, so riesiges. Das war Gottes Allmacht so. Das soll so ein Allmacht, so will ich, kann ich nicht genau in Wörter, aber ich war so. Wieso habe ich es nicht gesehen? Wieso habe ich es nicht gesehen? Gott kann. Es ist nicht unmöglich, in dein Leben zu wirken. Was immer du sagst, das ist Jahre oder das wird nicht verändern. Doch, es wird eine Veränderung kommen. Gott kann und Gott will. Er will eingreifen, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Er will. Und in diesem Traum, ich erzähle mal eine Geschichte, wie das so und warum es war. Das war auch finanzielle Art, nicht? Eine große Finanznot. Ich dachte, das geht nicht. Und was passiert ist, jemanden hat, während ich geschlafen habe, in mehrere Autos gefahren. Juhu! Und er hat in mein Auto gefahren. Kaputt. Ich meine, es war ja nicht so kaputt, nicht? Aber es war ziemlich angedetscht, ja. Und ich habe, glaube ich, weiß nicht, wo ich damals, haben wir D-Mark noch oder Euro, weiß ich nicht, 5, 6, 7.000 habe ich gleich bekommen. Innerhalb von kurzer Zeit war ich da. Und es war alles erledigt. Und das Auto war nicht so schlimm.
Also ich gebe viel Geld, ne? Für Auto, ist so die Versicherung. Auf jeden Fall, es war nur der hintere Teil irgendwie aber der hat mir das gegeben. Das ist eben, wo ich geschlafen habe. Der Herr gibt es an im Schlaf. Nicht aufgeben, egal. Gott kann. Ich hätte das sowas nie gedacht. Aber in diesem Traum habe ich so, bevor ich das erkannt habe, ich so gemacht. Na, wieso habe ich das nicht gesehen, Herr? Ja, du kannst. Ohne Wörter, wenn Gott zu dir redet im Traum, ohne Wörter, du verstehst einfach, du begreifst das einfach. So. Wunderbar ist der Herr. Er tut Wunder. Er ist ein Miracle-working God. Gab es ein Lied? He's a miracle-working God. He's a miracle-working God. He's the Alpha and the Omega. He's a miracle-working God. He's a miracle-working God. He's a miracle-working God. He's the Alpha and the Omega. He's a miracle-working God. Amen. Und wenn du in einer Situation bist und du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskomme, ich sehe keinen Weg, doch Gott hat immer den Ausweg. Gott hat den Ausweg. Immer. Harre des Herrn. Haltet fest an ihm. Schaut auf ihn. Bedrängt ihn. Hat er nicht mit den Witwe? Er hat erzählt von dieser Witwe, ne? Sie seine Recht will. Sie wollte ihre Rechte zu den Richter gegangen und der Richter sagt, nein, sie wollte nicht, aber sie ist immer wieder gekommen und immer wieder. Und was hat der Richter gesagt? Obwohl ich Gott nicht scheue und so, aber ihre Kommen, die macht mich kaputt. Ihr immer dauernd zu mir kommen und bitten, ich gebe ihr Recht. Und er sagte, hör mal, der ungerechte Richter, aber was ist mit Gott, der seine Kinder zu ihm rufen, was will er denn machen? Was will er denn geben? Er wird ihnen geben, ihr Recht, wenn wir nicht aufgeben. Lasst keinen Raum für Zweifel, denn Zweifel stellt Gottes Wille für dich in Frage. Zweifle nicht, glaube nur. Der Zweifel stellt Gottes Wille, was er vollbringen und dir geben, in Frage. Nicht wahr? Was hat der Satan gesagt zu den Adam und Eva im Garten? Hat Gott wirklich das gesagt? Wenn du dich berührst, wirst du sterben? Ach Quatsch, du wirst nicht sterben. Deine Augen werden geöffnet, du wirst wie Gott. Das ist nicht gut, ne? Das Zweifeln, ne? Immer an Gottes und Gottes Zusage und Gottes Aussage, das ist dann, was der Feind will. Da hammert es rum, da rumort es, nicht? Dann, wenn Gott zu dir geredet hat und du weißt, es soll ein Reden, plötzlich, dann kommt der Feind und sagt, ach komm, das war nicht Gott, das sagt, ja, du hoffst es, aber es war Gott. Wenn du in Frage stellst, ist genau, wenn du ein Wort hast. Wenn Gott dir ein Wort gibt in der Gemeinde, dann fängst du an zu zweifeln. Aber sonst nie, ne? Sonst machst du es nie. Du sitzt da und du kannst alles Mögliche und alles okay. Aber wenn Gott dir ein Wort gibt, dann fängst du an, ist das wirklich von Gott? Dein Herz geht bong, 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 bong. Du weißt, dass es von Gott ist. Du musst nur Mut haben, das auszusprechen. Und Gott gibt. Sei mutig und stark. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf dein Verstand. Das ist das, was immer im Weg kommt. Das Herzen, mit dem Herzen glauben wir. Das ist auch das in Römer. Mit dem Herzen glauben wir und mit dem Mund wir bekennen wir. Ne? Aber der Verstand, da steht nirgendwas vom Verstand bei Römer. Da steht nirgendwas vom Verstand. Das mit dem Verstand glaubst du, aber mit dem Verstand bekennst du. Steht gar nicht, sondern mit dem Glauben. Mit dem Glauben. Und so sind wir Gerettete hier, ne? Weil Gottes Geist dir das Wort der Bekenntnisses gegeben hat. Es war Gottes Geist, der dich equipped hat. Ja, Carmen, mit der Brille, ne?
Aber mit meiner Frau nicht, wir gleichen uns aus. Ich kann das so, ich kann nicht so nachlesen, ne? Dafür kann Eve nicht. Aber ich kann weit sehen, dafür kann sie nicht. Ich kann den Nadel in den Heuhaufen, 1 Kilometer, ne? Und ich kann den Heuhaufen nicht hier gleich nach. Sehr gut, ne? Der Herr wirkt gerade in unmöglichen Umständen. Liebe Geschwister, das ist Gottes Art. Er wirkt in unmögliche, schwierige Situationen, wo wir meinen, das geht gar nicht, das geht Jahre so, das ist so schwer und ich sehe keinen, Gott wirkt gerade. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden. Der Glaube ist das, was Gott uns schenkt, diese Dinge zu überwinden. Und wir wollen lernen und hören, was die Zeugnisse unserer Geschwister im Wort. In Römer 4 möchte ich jetzt mal ein Beispiel geben. Römer 4, ab 17. Bin ich nicht zu laut, ne, oder? Guter Lautsprecher. Sehr gut, ne? Dolby Surround. Okay. Römer 4, 17. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde, nach dem, was gesagt ist, was Gott zu ihm gesagt hat. Gott hat ihm vorher schon gesagt, so soll deine Nachkommenschaft sein und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben der Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Der Verheißung natürlich. Seid ihr Abrahams Kinder zufällig auch? Ist er nicht der Vater unserer Glaube? Er ist es auch. Wir hören von den anderen, ne? Von Paulus und so. Aber Abraham auch, ne? Sein Glauben. Wir sollen auch dieses auch in uns tragen als Kinder Gottes. Dieser Glauben ist uns gegeben. Ich muss es nicht erarbeiten. Der Glaube ist mir gegeben. Ich muss nur damit umgehen. Wie heißt das, wenn du eine Pflanze hast, ne, du um das kümmerst, diese Pflanze. Ne, und du gibst es Düngstes und all das und genug Sonne und das. So ist das Glaube in unserem Leben. Das Glaube muss aber umgesetzt werden. Wir müssen das lernen umzusetzen. Der Glaube ist da. Der Glaube ist da. Was hat der Jünger gesagt? Herr, schenk uns Glauben. Der hat gesagt, wenn du Glauben hast wie ein Sendsamen, der kleinste, kannst du dann sprechen. Also das ist der Glaube, den Gott uns gibt. Wir haben Glauben. Sonst wärst du gar nicht hier jetzt, wenn du keinen Glauben hättest. Dann wärst du da draußen und am Fish and Chip Shop und irgendwas gegessen. Also wir haben Glauben. Und hier lehrt uns Gottes Wort, wie das Glauben aussieht. Der Glaube, wir danach trachten wollen, nicht ein Wischiwaschi, irgendwie, ich glaube, ich hoffe, glaube ich nicht, ich hoffe. Man spricht mit Leuten, sag mal, andere Leute von anderen Sekten, also nicht von anderen Sekten, von anderen Richtungen. Wenn du über Jesus redest,
Und bist du gerettet? Die sagen, ich hoffe. Die sagen nicht, yes, ich bin gerettet durch die Blut des Lammes. Ich bin gerettet. Nicht, ich hoffe, ich möchte. Das ist nicht Glaube. Das ist nicht Glauben, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, weil er durch den Geist Gottes uns geoffenbart ist. Deswegen glauben wir. Deswegen haben wir Zuversicht, weil der Geist Gottes es uns gegeben hat. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Darum wissen wir es. Nicht, wir raten nicht, ne? Wir wissen. Wir wissen das. Amen. Wir wissen es. Und deswegen kannst du auch genau sicher, dass du Gottes Kind bist. Du kannst es genau festhalten. Auch wenn der Feind kommt. Wenn wir jung im Glauben waren, ne? Wenn wir ganz jung waren im Glauben, ne? Der Feind hat keine Chance. Wir waren gerade gerettet, voll mit dem Heiligen Geist in Sprachen, und da kann der Feind kommen und sagt, das ist Quatsch. Ja, ist nicht Quatsch. Aber der Feind er versucht immer, alles in Frage zu stellen. Unter die Junggläubigen will ich ermutigen, haltet fest. Er versucht zu kommen, er will versuchen, dich da runter zu machen, dass du dann ein Glauben ausgibst, aber nicht festhalten. Wir sehen hier, dass mit Abraham, ne, er war über 100 und seine Frau Sarah war auch abgestorben, aber was war das? Warum hat er geglaubt so? Ne? Weil Gott zu ihm geredet hat. Gott sagt, diese Verheißung, du wirst ein Kind haben. Ne? Er sagte, er hat ihn besucht und er sagt, 1 Jahr von hier, wenn ich zurückkomme, wirst du ein Kind haben. Ne? Und Sarah hinter dem Zelt, ne? Sollte ich. Und sie ist rausgekommen, ne? Und der Herr hat gesagt, warum hast du gelacht? Ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Ne? Also Gott sieht dich auch hinter Zelten. Also Gott hat die Verheißung. Das ist das, was Abraham letztendlich, der Vater der Nationen, weil er geglaubt hat. Er hat Gott geglaubt. Das heißt, die Umstände, wenn du auf die Umstände schaust, von irgendwelchen, wenn du dauernd auf deine Umstände schaust, wird es keine Änderung. Du musst auf den Herrn schauen, auf die Verheißung. Da muss die Verheißung, der Herr wird mir helfen, der Herr ist mein Helfer. Ich hebe meine Augen auch zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Darum fallen wir fest. Nicht auf die Umstände, nicht auf die Umstände, ist nicht gut. Egal wie lang, schaue weg, schau auf den Herrn. Hat der Lutz ein wunderbares Zeugnis gegeben. Der Herr greift ein. Das ist ein wunderbares Zeugnis heute Morgen. Wir gehen so in diesem Weg, wir gehen manchmal falsch, aber der Herr manchmal stellt uns vor uns. Und dann stoppen wir. Das ist, wenn der Herr vor dir steht und redet zu dir. Und dann verstehst du, begreifst es auch. Und dann musst du nur das umsetzen jetzt. Ja, Herr, ich will. Alles gehört dem Herrn. Alles, was wir haben, es gehört dem Herrn. Unsere Kinder, unsere Häuser, alles, was wir haben, gehört dem Herrn. Es ist uns gegeben. Wir haben nicht selbst. Wir können nicht sagen, er gehört dir alles, aber mein Haus ist mein. Nein, nichts. Nichts. Alles ist vom Herrn. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Nicht wahr? Und da müssen wir das verstehen. Der Herr gibt uns. Er gibt uns, was wir brauchen. Manchmal gehen wir durch Phasen, gehen wir durch die Wüste. Manche Wüsten sind ganz lang, ne? 1000 Quadratkilometer. Und da geht es nur so. Kennst du diesen Spiel, X-Crux, ne? So. Aber der Herr letztendlich führt uns ans Ziel, wenn wir nicht aufgeben. Also Abraham hat geglaubt, egal, aber was war wir sehen, was hinter seinem Glauben war. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon gestorbenen Leib, der 100 Jahre absterbende Mutterleib, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben,
weil er Gott die Ehre gab. Und das ist das, was wir lernen, dieses wahre Glauben, das ist das Echte, das ist das Rema, das ist das, was Gott uns gibt. Wir schauen nicht auf die Umstände, ja, das ist da. Er wusste das. Er wusste, dass er 100 Jahre alt steht auch. Aber er zweifelte trotzdem nicht. Er sah das an, ja, das ist die Realität, aber Gottes Realität, die himmlische, ist noch echter. Das ist die irdische Realität, aber wir schauen auf das Himmlische, wir schauen auf Gott. Und er hat dann ein Kind bekommen, hat all das, obwohl es lange gedauert hat. Du weißt die Geschichte von Abraham, wie lange Zeit es gedauert hat, bis er diesen Kind bekommen hat. Das hat Jahre gedauert, über 20, ich weiß nicht lange, es ist ganz lange, auch durch Fehltritte. Ne? Mit so einem Haggai, die Magd, ne? Ist auch ein Kind. Da haben wir die arabische Probleme, ne? Dadurch war das, ne? Das ist, aber trotzdem, Gott erfüllt seine Verheißung. Und wir können sagen, auch wenn wir Umwege gehen und falsche Wege, er bringt uns wieder auf den richtigen Weg. Er bringt dich richtig auf den Weg. Jakobus 5, 10-11, nimmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Und das ist das, was uns an ihm halten müssen. Wir müssen an ihm wenden, wir sagen, du bist barmherzig, Herr, du bist er hat Gefühl mit uns. Das ist, er sieht, wenn wir Fehler machen. Er sieht das. Aber er kann es korrigieren. Der Herr kann das alles korrigieren. Hiob, ne? Was hat er alles verloren oder nicht? Ich wüsste nicht unbedingt in seinen Schuhen sein. Hiob hat alles, seine ganze Kinder, sein ganzes Besitztum, alles verloren und dann ist er noch krank geschlagen vom Satan. Aber er konnte nur das tun, was der Herr sagt. Er kann nicht tun, was er will mit Gottes Kindern. Nur, was der Herr sagt. Weiter nicht. Und was hat er bekommen danach? Also durch diesen Tal, durch diese Leiden, hat er alles wieder zurückbekommen. Mehr, 10.000 Kühe, 100.000 Kamele und 50.000 Donkeys. Ich mag nur so grob, ne? Und Kinder hat er auch alles wiederbekommen. Der Herr hat ihm wieder alles gegeben. Obwohl er alles verloren hat. Hat ihm alles wiedergegeben. Was du verlierst, der Herr gibt dir das 10-fache wieder. Verlierst du 10 Euro, findest du 100. Gott ist so. Er ist großzügig. Der Herr ist großzügig. Man kann nicht anders sagen. Wenn er segnet, dann bist du recht gesegnet. Wenn der Herr dir gibt, ist nicht klein bisschen, kleine Thimble, kennst du Thimble? Fingerhut. Der Herr gibt dir nicht die Fingerhut, ne? Sondern gibt den ganzen Eimer. Gibt dir nicht ein kleines Glas, sondern ein großes Glas. Hat Luther ausgetrunken? Das muss gesegnet sein. Ja, schmeckt viel besser, Lutz, danke. Wuhu. Okay, der Herr. Also wir sehen das auch, guck mal, der hat alles, ne? Stell dir vor, in unserer Zeit jetzt, ein Mensch, ein Christ, ein Gläubiger in unserer Zeit, der so was erfährt, der alles verliert, dann ganze Familie, alles, ganze Besitztum, alles weg. Aber der Herr gab wieder, hat alles wiedergegeben. Wir wissen nicht manchmal, was für Prüfungen, Geschwister, was uns auferlegt wird. Der Herr ist ein Belohner, alle, die ihm ernsthaft suchen, die auf ihn vertrauen. Wir müssen das Ziel vor Augen halten, das gute Werk, den er uns begonnen hat, wird er vollenden. Ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nichts Mangel habt. Jetzt habe ich noch eine Stelle, dass ihr mit Ausharren im Glauben, wenn der Herr hört
ob wenn du die Antwort für dein Gebet bekommen hast. Lass uns in Hebräer. Und das hat mit Zuversicht zu tun, Leute. Hebräer 10, 35. Wirft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Deine Zuversicht hat eine große Belohnung. Und wenn du im Himmel bist, wenn du rein, dann wirst du sehen an deiner Wohnung, an deiner Villa, die der Herr vorbereitet hat. Während wir hier sind, das sind bestimmt alle fertig jetzt. Nee, kann nicht sein, ne? Weil es werden immer mehr Leute gläubig, immer mehr Leute gerettet, bis der Herr kommt. Deswegen ist der Herr immer am Bauen. Der ist der Baumeister. Ich denke, manchmal sind alles fertig. Wir sind nicht fertig. Denn wird gerettet, ne? Und er baut, oh, muss immer schön Wille. Oh, wo kommt er? Indien? Okay, ich mag ihn so schön. Oh, it's from England. Oh, ich mag ihn like my castle. My home is my castle. So mag er so. Also wenn ich in den Himmel gehe, oh, das ist bestimmt mein. Juhu! Und die Französen, ne, die waren so Schlösser Verdun, ne, so. Was kriegen die Deutschen? Auch schön, was Wunderbares, ne? So, ja, hier in Berlin, wie heißt der Schloss Charlottenburg, ne? So was Ähnliches kriegt ihr alle, ja? Kriegt ihr alle schön. Der Herr ist belohnt, alle, die ihm ernsthaft suchen, die auf ihn vertrauen, aber das Ziel vor Augen halten, ne? Vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nicht den Mangel habt. Also das ist das Werk, die er in uns vollbringt. Nicht wir, er in uns. Er endet unser Inner, er endet unserem Geist, unsere Seele. 1. Petrus 5,7. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit steht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Warum? Wieso? Manche fragen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wir sehen jetzt, daraus erkennen, dass dein Glaube mehr wert ist als alles Gold. Dein Glaube ist so kostbar, auch in Fort Knox, ne? Kannst du in Amerika, diese Fort Knox, die haben so Bild gezeigt, ne? Wie das ist da. Brauchst du in der Sonnenbrille, wenn du da, so viel Gold, so viel Wert, so viel, ich weiß nicht, wie viel das wert ist. Ohne Nulls, ne? Nee, nur Nulls. Aber dein Glaube ist noch wertvoller. Denn das wird alles zermelzen. Das Reichtum, das Gold, das alles, was du siehst, alles, was hier in der Welt, die Mann, alles wird zerschmelzen. Wenn der Tag des Herrn, wenn der Feuer kommt, wird alles verbrannt, es wird nichts. Nichts. Es hat gar keinen Wert. Du kannst kein Gold. Die denken die Leute vielleicht manchmal, ja, wenn ich gerettet bin, wenn ich im Himmel kann ich all mein Gold mitnehmen. Kann alles mitnehmen. Nee, die Straßen im Paradies sind alles Gold. Durchsichtiges Gold. Die würden sagen, wenn du dein Gold dahin bringst im Himmel, ne, die würden sagen, der Engel würde sagen, sorry, es ist ganz schlechte Qualität. Das können wir nicht gebrauchen. Die würden sagen, das ist irdische Gold, hier ist himmlische Gold. Das sind ganz andere Sachen, die Tore, ne? Hast du gelesen, so den 12, so mit Perlen und diese ganzen Steine, ne? Ganze, noch vor uns, Leute, Kinder Gottes, noch vor uns, noch da, auf uns wartet. Deswegen, hier ist nichts uns zu halten. Wir haben eine bleibende Stadt, ne? Hebrew, wir haben eine bessere, eine bleibende Stadt. Nicht mit Händen gemacht, sondern von Gott im Himmel. Ach so, ja, habe ich das Hebrew? Ja, nicht ganz, ne? Nochmal.
Werft nun eure Versuche sich nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber, die Gemeinde, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Das sind wir, das bist du. Wir zweifeln nicht. Und wir sehen das hier mit der Verheißung. Ne? Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon trägt. Und das ist das, du tust Gottes Wille, du gehst und tust das, was der Herr will. Du tust nicht dein eigenes Ding und drehst dein eigenes, was du dir vorstellst und du findest heraus, was Gott will in sein Wort, dann tust du das, dann kriegst du die Verheißung, dann bekommst du das. Das, was der Herr sagt. Wir müssen immer auf Gottes Art und Weise, nicht unsere Art und Weise. Ich tue das so, Herr, segne mein Vorgehen. Nein, ich will deine Vorgehen nicht segnen, ich will segne mein Vorgehen, was ich will für dich. Und das ist das Beste. Was Gott hat, ist immer gut. Es ist immer das Beste. Das Beste von Festen. Will er uns führen in sein Siegeszug. Aber dein Glaube ist wertvoll als Gold, aber geläutertes Gold oder geläutertes Glauben. Ohne Glaubenskampf ist auch kein Sieg und keine Belohnung. Aber weil der in uns wohnt, größer als der in der Welt ist, führt er uns in seinen Siegeszug, weil er uns führt in seinen Siegeszug. Das ist, was wir daran verstehen können und festhalten. Jetzt verstehen wir, dass alle Bedrängnisse da sind, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nicht Mangel habt. Die Bedrängnisse, die Kämpfe, hat Lutz gesagt, gleich nach dem Wochenende gleich, doink, ne, kommt der Hammer. Aber die sind da. Nicht schlecht, was schlecht ist, was Gutes. Das haben wir gelesen gleich in Jakobus. Freut euch, weil die in uns was bewirken. Die Bedrängnisse zum Vergleich, also ein Vergleich, sind wie Zinsen auf dein Konto. Bedrängnisse sind Zinsen auf dein Konto. Und es wächst und du wächst im Glauben. Die würden dich nicht schaden, die können dich nur helfen. Die bringen dich nur vor. Alle, die auseinandersetzen, alle, die Bedrängnisse und auseinandersetzen mit sonst wo, mit Leuten, die helfen uns letztendlich. Die wirken in uns. Die wirken das, was Gott will. Das ist normalerweise in der Welt, die würden sagen, bist du Bali. Wie kein Bedrängnis und Schwierigkeiten. Aber bei Gott ist es anders. Wir lesen noch mehr nachher. Wir lesen noch mehr darüber. Und ich will es dir beweisen. Römer 5. Halte daran, ne? Alle Bedrängnisse da sind, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nicht Mangel habt. Römer 5, 1-5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, denn wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Der Glaube bringt uns in die Gnade hinein, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Okay, jetzt kommt es. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnisse Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist für uns daran festhalten, wenn Montag kommt
Ich weiß wahrscheinlich, es gibt ein paar Kämpfe, aber du wirst da stehen. Mike hat gesagt, Mike hat Gottes Wort zitiert. Mike hat dir gesagt, dass der Sieg da ist, dass da Bedrängnisse und wir kommen durch, wir werden geläutet dadurch. Die tun was in uns, was wir nicht verstehen oder nicht sehen, die wirken in uns, die bringen eine Veränderung hervor, was Gott gefällig ist. Ein vollkommenes Werk, ein vollkommen. Gott tut keine halbe Dinge. Er repariert nicht, er macht neu. Gott repariert nicht oder streicht es, sondern er macht weg und neu. Bist neu. Bist du noch bei? Okay. Was können wir sagen? Wir kommen bald zu Ende. Jetzt. Wir sehen, dass das, wenn wir das nochmal nur angucken, da wir wissen, dass die Bedrängnisse Ausharren bewirken, so weit und so weit. Das bewirkt in uns was. Die Bedrängnis, dass dieser Widerstand, dass wir widerstehen, nicht zurück und nicht zurück, sondern wir stehen und dann nehmen wir einen Schritt vor. Und die Dinge, die Schwierigkeiten, aber die bewirken uns. Du wirst immer stark im Glauben, nicht schwach. Du wirst stärker, du gestärkt in deinem Glauben. Wir gehen vorwärts. Wer hat das gesagt? Vorwärts, nie rückwärts. Genau. Vorwärts. Das ist Deutsch-Englisch, ne? Gut, ne? Vorwärts immer, rückwärts nimmer, ne? Aber das ist so, es ist der Glaube in uns. Denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht wird oder könnte und vielleicht. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das hat der Herr uns gegeben und in dir eingepflanzt. Dieser Glaube ist in dir. Wenn du Kind Gottes bist, es ist in dir. Wie können wir? Ich frage, wie können wir uns auch in den Bedrängnissen rühmen? Wie? Warum? Wenn wir verstehen, was ist und was Gott wirkt. Wir tun es nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, sondern Gottes Aufgabe in uns. Was notwendig ist, haben wir gerade in 1. Petrus. Ne? Wenn es nötig ist, ist nicht immer, ist nicht jeden Tag. Aber wenn es nötig ist, das heißt, Gott passt auf, ne? Die Temperatur geht ein bisschen runter, muss immer ein bisschen Wärme erzeugen für den Bruder und die Schwester. Und dann gibt es ein paar Schwierigkeiten und Bedrängnis. Irgendwas bringt der Herr in unserem Leben. Und dann musst du sagen, danke Jesus, juhu, thank you very much. Wie können das? Weil es in uns ein wichtiges Werk vollbringt. Die Bedrängnisse bewirken in uns, die wir glauben, die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, die Bedrängnisse, was es in uns bewirkt, was der Endziel, was Gott in dir bringen wird. Hat der Herr nicht gelitten? Hat er nicht gelitten? Er ist für uns gelitten. Und er ist durch diese diese ganzen Sachen, was er durch auf Erden erlebt hat, und dann den Todeskampf und dann den Kreuz, aber er ist durchschritten und es wurde ihm gegeben eine Herrlichkeit. Es wurde ihm das gegeben. Er hat das für uns getan. Er hat überwinden, damit wir überwinden können, damit wir wissen, wir können auch überwinden. Der in dir wohnt, ist größer als der in der Welt ist. Lass dir den Feind nicht vormachen. Lass dir vom Feind seine Lügen nicht glauben, dass er besser ist. Der ist gar nicht besser, sondern der Herr ist besser. Der Herr ist Sieger, der dich gerettet hat. Der Herr ist Sieger, der in dir wohnt. Er ist Sieger. Und er bringt dich durch und er hält dich an der Hand. Was hat er gesagt? Meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn die eine fremde Stimme hören, werden sie ihm nicht folgen. Wenn du Gott gehörst, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, wenn du ihm auf ihn vertraust. Und keiner kann dir aus meiner Hand reißen, hat der Herr gesagt. Keiner
kann die aus meiner Hand reißen. Denn der Herr hält dich in einer Hand und in der anderen Hand ein Schwert. Und der Freund sagt, auf Wiedersehen, ich muss einkaufen gehen. Der Herr lässt dich nicht. Seine Liebe, es ist seine Liebe, Kind Gottes. Das ist, was uns hält, nicht unsere Tun. Wir sind gerettet aus Gnade, aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Deswegen halten wir fest an ihm, weil er uns liebt. Wir haben nicht so ein Arbeitsverhältnis. Manche Gläubige, die haben so eine Art Arbeitsverhältnis. Wenn ich das und das mache und meine, tu das nicht, kriege einen Segen heute. Nein, aus lauter Liebe hat uns in den Reich hineingeliebt. Also ich weiß, wo ich gerettet war. Ich weiß ganz genau, ich kann die Tage nicht vergessen. Und ihr bestimmt auch nicht. An den Tag, wo der Herr in dein Leben kam, aus lauter Liebe. Und er offenbart das auch. Er zeigt uns diese Liebe. Das schmelzt das Herz. Und der Herr, nur ein Wort. Sprich, Herr, nur ein Wort zu mir. Wir kommen zu der letzten Stelle jetzt, 2. Korinther 4, 16, 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Nur bis da. Wenn du ein Bild von mir sehen würdest, die vor 40 Jahren, ne, hatte ganz andere Haarfarbe, ne, ganz dunkelbraun, so ganz anders aus. Ne? Aber jetzt bin ich sag dir egal, ein bisschen älter. Wir verändern, wir werden alt. Man sieht an die Haut, ne? Aber wenn du so halten, ne, dann gehen die Blutdings wieder zurück. Ne? Wer war das denn? Hast du das mir gesagt? Jemand hat mir gesagt, mach so, schaukel dich. Und guck mal, du hast Haut wie ein 20-Jähriger. Aber wenn ich das Wort lese, ja, das ist gut. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Der Alte, wir werden ja alt. Auch die Junge, ihr wird auch. Ihr seid in einem alten Club. Wir sind in dem gleichen Club. Wir sind im gleichen Boot. Oder habt ihr eine Sonderstellung irgendwo? Wir werden alle alt, ist okay. Na und? Vielleicht werden wir entrückt. Und dann werden wir verwandelt. Wie in the twinkling of an eye, das ist Englisch, ne? In the twinkling of an eye, in der Augenzwinkel, ne? Twinkern, werden wir verändert. Und ganz neu. Und dann sagt, ist das Mike? Ne, sieht ein bisschen, aber ist das wirklich Mike? Ist das Lutz? Guck mal, der ist so, bin Athlet. Ist vor uns. Das ist in uns hier drin, das kann ja gar keiner. Das ist diese lebendige Hoffnung, die wir bekommen haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung, nicht eine tote Hoffnung, noch eine vielleicht Hoffnung, oder ich hoffe, sondern wir wissen. Und das ist der Geist Gottes, das er uns gibt. Der Geist Gottes gibt dir dieses Wissen. Bald zu Ende. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert. So wird doch der innere Tag für Tag erneuert, auch wenn wir es nicht merken. Gott tut das in uns. Unsere Innere wird erneuert. Äußerlich alt, innen brand new. Ne? Äußerlich alt, innen, ja, herrlich. Neu. Weil das hier ist nicht der letzte, das ist nicht das Letzte. Das wird nicht so in den Himmel kommen, sondern es ist ein anderer. Wir werden das, was wir übernehmen, er kommt über das jetzt, über unsere Immortal. Ja, das Mortal, ne? Da kommt Immortal. Das Sterbliche, das Unsterbliche wird über das Sterbliche. Das sagt er in Korinther, ne? Also, ne? Wir werden anders. Und dann sagen, ist das die Rosine da? Ja, ich glaube, ja. Sie ist so herrlich. Wir haben jetzt Herrlichkeit, aber warte, bis das andere kommt. Warte, bis das Vollkommene. Denn das schnell
vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich. Das Unsichtbare aber ewig. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Guck mal, wir werden geändert. Das ist wunderbar. Guck mal, was der Paulus vom Geist Gottes gegeben, diese Worte, bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Unsere Augen sind gegeben nicht nur das Sichtbare vor uns, sondern das, was dahinter steckt, und das Unsichtbare. Das ist dir gegeben. Auch wenn du nicht alles so wahrnehmen kannst, aber es ist uns gegeben. Und Stück für Stück, der Herr gibt immer ein Stück von dieser Unsichtbaren. Und der Herr sagt, das ist vor euch, das liegt vor euch. Der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich wird er kommen und dir nehmen. Weg sind wir. Liegt nur deine alten Klamotten da. Denn die brauchst du nicht, dann kriegst du neue Klamotten bei ihm. Ne? Amen. Vater, wir danken dir für die wunderbaren Verheißungen, die du uns gegeben hast, Herr. Ewig Verheißungen, was du für uns vorbereitet hast, was du in uns bewirkt, wie du uns veränderst, die Glaube, die du uns gegeben hast, dieser lebendige Glaube. Danke für meine Geschwister, dass dieser Glauben immer neu, Herr, immer neu zur Wirkung kommt, Herr, dass wir das begreifen, Herr, und darin wandeln. Danke, dass du uns jede Gnade gibst in dieser Woche, in diesem wunderbaren, kostbaren Glauben zu wandeln, Herr, dir wohlgefällig, Herr. Du tust es, Herr, das gute Werk, die der Herr in dir begonnen hat, wird es vollenden. Er wird es in dir vollenden. Treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Er wird es tun. In Jesu Namen. Amen.